Hallo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Bauanleitungsvideo, von 3 übrigens. Im letzten Video haben wir uns unseren Kameraden so zusammengebaut, dass ihr ein fahrbares Fahrwerk habt, auf dem ihr entweder den Kran von heute oder eben irgendwas anderes hinten drauf bauen könnt. Bis jetzt konnte er fahren und lenken über diesen Infrarotsensor hier. Heute kommt die ganze Mechanik für den Kran, was Stützen angeht, hier rein. Das Ding bauen wir heute gemeinsam zusammen. Im zusammengebauten Zustand sieht es so aus. Ist relativ kompakt. Wie gesagt, wie es genau aussieht, das seht ihr jetzt gleich im Bauanleitungsvideo. Ich will euch jetzt hier nur im Vorfeld schon mal zeigen, wie ihr das Ganze dann hier drauf baut, wenn es komplett ist. Das bietet sich jetzt hier gerade an. Es gibt nur wenige Sachen zu beachten. Punkt Nummer 1 ist, dass ihr das Kabel von dem Infrarotempfänger hier, den hier, der muss hier unten durchgefädelt werden. Ja, also ihr habt hier oben, habt ihr ja jetzt momentan, also dann, wenn ihr es zusammengebaut habt, habt ihr die 3 Stecker von den Motoren hier vorne drin und der graue Platz ist noch frei. Genau dort, wo der graue Platz ist, kommt auch dieser Infrarotempfänger hoch und daneben muss das Kabel durch. Also ihr fädelt das dann einfach von hier unten durch, legt das hier ein bisschen rein, so, dann habt ihr das hier oben drauf, steckt das hier drauf und dann könnt ihr das aufsetzen. Und die nächste Sache, die ihr aufpassen müsst, ist hier unten die Kabel. Ja, das seht ihr dann schon. Die Kabel passen hier unten rein, die haben Platz. Ihr müsst aber zusehen, dass ihr die in den Bereich hier reinkriegt, dass die nie hier dazwischen stecken, weil das sitzt dann hier auf beiden Seiten. Das ist Punkt 2, den ihr beachten müsst. Und Punkt Nummer 3 sind die Stützen. Ihr habt ja hier diese Verbindungspins vom letzten Mal, wo die einzelnen Module zusammengebaut sind. Die Stützen sind breiter, die sitzen dann quasi wieder hier drunter, also die Füße. Ihr müsst sie also ein Stück auseinanderziehen erstmal, damit das hier nie drauf sitzt, wenn das drauf macht, sonst verbiegt er hier alles. Ansonsten hier vorne das Teil, also das was hier ist, warum ist das hier auseinander? Ja. Das hier passt hier vorne genau zwischen Motor und also den Motor und den Motor. Das seht ihr jetzt auch gleich. Das sind eigentlich die einzigen Dinge. Also hier müsst ihr aufpassen bei dem Motor, dass das hier trifft, dass das Kabel hier anliegt auf dem Motor, dass die Kabel hier nicht hier dazwischen klemmen. Die Stützen dürfen nicht auf den Pins aufschlagen und das Kabel müsst ihr vorher hier durchfädeln. Alles andere läuft eigentlich von selber. Das heißt, wir stecken das Ding einfach hier drauf. Ich schiebe das hier wieder durch. Jetzt fädel ich die Stützen hier links und rechts rum. Bisschen rütteln, bisschen wackeln. So. Und schon sitzt das drauf. Na, dann könnt ihr hier das Kabel. Das hat sich jetzt hier bei mir mit dem Infrarotempfänger ein bisschen verklemmt. Das ist ungünstig. So. Genau, na, dann könnt ihr das hier rein. Steckt es hier oben dran. Wie gesagt, ihr seht das dann in der Anleitung. Und dann habt ihr das hier drauf. Und das Einzige, was jetzt noch zu beachten ist, ihr habt hier hinten, das passt jetzt aber in dem Moment, den roten Pin hier. Den roten Pin hier vorne. Und dasselbe spielt auf der anderen Seite auch nochmal, dass das ganze Ding hier nie wieder abgeht. So. Und damit habt ihr jetzt den kompakten Kranaufsatz hier oben drauf. In dem Sinne, startfrei. So, der Aufbau fängt völlig unspektakulär an. Ja, wie gesagt, auch hier sind es wieder Module, die in sich so geschlossen sind, dass sie nie auseinanderfallen und relativ leicht zu montieren sind. Ansonsten hat das mit Funktion oder so keine Relevanz. Hier ist erstmal nicht groß dran, außer ein paar Liftarme. Das Ding hier vorne wird dann später die Arretierung sein, um das am Auto festzumachen. Und die 2 Pins hier unten, das sind solche, wie ich beim LKW schon sagte, die auf den ersten Blick sinnlos in der Gegend rumstehen, die sitzen dann in der Arretierung im LKW unten, damit ihr wisst, wo ihr landen müsst. Also da kommt jetzt nicht dran, aber die müssen unbedingt dort rein. Die sind sonst ist es nicht so einfach wegen Zielen, sagen wir es mal so. So, ansonsten ist ja wie gesagt noch nicht groß dran, das Interessante kommt jetzt gleich später. Hinten wird es schon interessanter. Wir fangen einfach hinten an. Also wie gesagt, das hier ist genau dasselbe Spiel, ne? Die kommt dann hinten an den LKW, damit es dann nie rumschnappert. Und die 2 hier sind die nochmal zum Zielen. Der und der. Ansonsten haben wir hier schon die ersten Mechaniken drin. Für die hinteren Stützen. Und die kommen dann hier dran, das machen wir dann später. Das war auch so ziemlich die größte Herausforderung an dem ganzen Bauen. Wie schaffe ich das? Es sind ja im Prinzip 3 Funktionen drin.
So von dem Wegklappen mal abgesehen, die kommt dann oben drauf die Funktion, aber das ist die erste und die anderen zwei, das ist ja Stütze raus und reinfahren und Stütze absenken und heben. Die müssen ja alle beide in die Stütze reinkommen und dann aber auch mit wegklappen können. Deswegen musste ich halt, die Stütze hat ja nun mal den Drehpunkt auf der Achse hier, also runter zu. Das heißt, es mussten beide auf derselben Stelle knicken und da die Stütze ja nie unendlich groß ist, mussten die auch direkt übereinander sein. Und das hat hier zu einem Platzproblem geführt, deswegen muss dann hier so ein bisschen hin und her gefahren werden, also nach rüber und über und hoch und runter. Fragt nie, wie oft ich hier rumgebastelt habe, aber ich habe es jetzt, also es funktioniert, sagen wir es mal so. Aber das hier hinten ging es noch, vorne ist noch schlimmer. War auch der Grund, weshalb der Kran dann eben die Funktionseinschränkung hat, dass er nie nach hinten kippen kann. Also nie nach hinten kranen kann, weil schlichtweg einfach vorne kein Platz war, um den Kranaufbau hinter und dort reinzukriegen. Hier sitzen dann die Motoren drauf, nur nochmal als bisschen Vorrutscharrotierung. Genau, ansonsten ist hier wie gesagt auch noch nicht großartiges dran. Zusammengebaut wird es auch relativ simpel. Ihr habt hier bei dem vorderen Teil habt ihr hier die schwarzen Pins links und rechts, die kommen einfach hier unten dran, passt das. Einfach den auf der Innenseite, zack, und das andere dann auf der anderen. So. Jetzt kommt die ganze Mechanik vorne, die ist etwas kompakter, weil hier noch ein paar ich glaube dahin, weil hier noch ein paar Übersetzungen vorne hin mussten, deswegen ist das hier ein bisschen schwieriger geworden. Die Funktion im Groben ist dieselbe, ne? Also ihr habt hier die zwei Gelenke und das Rübersetzen, damit das hier, weil das ja sonst auf einer Höhe nebeneinander hätte nie gepasst, weil die Zahnräder stehen ja leicht über, ne? Seht ihr ja, dass das hier nie. Deswegen musste ich das nach drüben versetzen. Auch hier wieder, gelb ist einfach nur Verbindung, ihr könnt das auch grau machen, wenn ihr das nie wieder auseinandernehmen wollt. Und das kommt jetzt hier vorne drauf. Ihr habt hier die 4 blauen Pins, die stehen über und hier unten habt ihr jeweils Platz für 2. Ist ein bisschen, das ist hier leicht beweglich jetzt im Moment, das arretiert sich jetzt. Das kommt einfach hier drauf. Vorsicht beim Reindrücken, wenn hier das Gelenk runtersteht, sonst drückt ihr euch einen Wolf, weil das blockiert hier. Das müsst ihr, seht ihr das hier? Das Gelenk steht jetzt hier drauf, das müsst ihr quasi mal so ein bisschen zur Seite schieben, sonst stört euch das. So. Einer spielt wieder nicht mit, das war ja klar. Okay. So, gut. So sieht es jetzt aus. Das hier ist dann, dann wird ein bisschen sportlicher, das dann zu treffen, aber ich habe keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie. Gut, man, nee, geht nicht. Nee, das, also wie gesagt, es gibt hier keine Chance, das irgendwie zu sichern im Vorfeld. Gut. Als nächstes bauen wir die zweite Ebene drauf, das sind auch erstmal 2 Teile. Schieben wir das mal ein Stück weg. Das hier sind die oberen Drehaufnahmen für die Stütze. Einmal links und einmal rechts. Na, ihr seht beim Auseinandernehmen, hier ist der Pin stecken geblieben, der von hier drüben steckt dann jeweils in der Stütze. Also wo der ist es egal, das trefft er dann schon. Ansonsten habt ihr hier die ersten Zahnräder, die genau dann passen. So, also hier ist auch nicht. Die bunten Platten hier habe ich absichtlich so markiert, dass ich dann die jeweiligen Stecker von den Motoren an der richtigen Stelle habe. Das verhindert Kabelsalat. Könnt ihr dann auch beim Verlegen schon ein bisschen zielen. Na, weil die ersten Motorkabel, die kommen ja von hier, die können ja dann gleich schon hier mit drauf. Das hier ist nur, ich will nicht sagen Alibi, aber hier kommt dann das Kabel drunter. Also die zwei von denen. Wenn man das dann hier rumdreht später, dann drückt sie ein bisschen runter, sonst stehen die hier so oben ab. Ansonsten ist hier an dem wieder nichts dran.
was da irgendwie noch Geheimnisse bergen könnte. Das zweite Teil ist etwas anspruchsvoller. Das ist das mit den Motoren. Ihr habt da wieder die roten Pins zur Verbindung, die kommt dann hier drüben bei dem dran. Die gelben sind wie gesagt die Verbindung mit den Achsen. Hier ist wieder eine Umschaltung, dass die Motoren dann entweder die Dinge ansteuern oder ihr habt dann hinten eine Handbedienung dran, dass ihr das auch manuell steuern könnt. Auch die Motoren habe ich hier nochmal markiert, dass ihr wisst, welcher ist. Wie gesagt, das ist Spaß, also nicht zwingend erforderlich. Das, was ihr hier seht, ist jetzt schlecht zu sehen. Das ist so ein 3x5er L, genauso wie das. Und das hier in der Mitte, das ist ein 5er L. 5er Liftarm, der geht einfach nur hier dahinter hoch. Ja, hier oben. 3x5L, 5er Liftarm, 3x5L. Das sind die einzelnen Teile, die hier nie so richtig zu sehen sind, aber der Rest ist hier einfach. Genau. So, und montiert wird das Ganze wie folgt. Jetzt könnt ihr schon mal gucken, ihr habt hier Rot, Schwarz, Grau und Gelb. Entsprechend den Motoren. Also die Kabel dann auch schon ein bisschen sortiert. Ja, Schwarz ist hier drüben, das heißt es wäre sinnvoll, das Kabel dann schon mit dem roten zusammen hier dazwischen. So. Genau. Also jetzt nochmal zur Erklärung. Ja. Rot und Schwarz ist hier, deswegen führe ich die beiden Kabel zwischen den beiden durch. Und Gelb ist auf der Seite, deswegen geht das Kabel zwischen den beiden durch. Das vereinfacht das. Sonst müsst ihr es dann nach dem Zusammenbau nochmal durchfädeln. Das muss ja nicht sein, wenn man es vorher machen kann. Und dann geht es dann einfach hier rein. Ja, die Achsen jeweils hier dran. Ihr müsst wahrscheinlich beim Drehen wieder ein kleines bisschen nachhelfen, dass das passt. Das hier hoch. Vorsicht, jetzt noch nicht ganz reinschieben, dass er dann die mittlere Achse, die muss ja hier in die Mitte, dass er die noch reingebogen kriegt. Wenn er das gleich reinschiebt, wird das dann hier vom Platz her eng. Es geht noch, aber es muss ja nicht. So, und dann schiebt er das hier einfach zusammen. Klatsch. Drückt die roten Pins hier wieder rein. So, habt ihr das. Und jetzt könnt ihr das theoretisch schon hier durchziehen und hier drauf machen. Und dann kann man das hier oben schieben. So. Falls ihr euch jetzt schon fragt, was die Platten hier sollen, ich habe die hier drauf, damit ich auch die Stecker, falls ich das jetzt beim Zusammenbauen vergesse, dann ist ja hier noch anderes Zeug drauf, dann sieht man nicht mehr welches ist, deswegen habe ich die hier noch drauf. Die Platten müssen dann logischerweise runter und dann die Verlängerungskabel vom Fahrerhaus hier vorne drauf. Aber ich würde es an eurer Stelle jetzt erstmal drauf lassen, falls was abgeht oder irgendwas, dass ihr dann trotzdem noch wisst, welcher Stecker zu welchem Motor gehört. Das ist sonst ein bisschen schwierig rauszufinden. Genau, also so sieht das Ding jetzt hier aus. Welcher noch? So, das und das müssen wir jetzt zusammen basteln. Quasi der geht jetzt auf den hier hinten drauf. Es gibt zwei wichtige Punkte, die zu beachten sind. Punkt Nummer 1, ihr habt hier hinten eine kleine rote Achse. Die gehört hier in dem Liftarm in ein Loch. Das heißt, das ganze Ding muss von hier drauf, runter und reingeschoben werden. Und das gleiche Spiel haben wir hier hinten auch nochmal in anderer Form. Das L hier vorne muss hier drunter. Das heißt auch hier das. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden, aber wir müssen das ganze Ding jetzt ein bisschen biegen. Ja, also wir fädeln das hier unten ein. Ja, da seht ihr ja die zwei grauen Teile und das L. Das muss hier drunter, aber nur um einen Pin. So, das hier vorne, da habt ihr dann ein Ziel. Ja, hier vorne. Die zwei Liftarme kommen hier auf die zwei Pins. Also hier vorne haben wir schon. Jetzt sind wir aber hier hinten nie in der Achse drin. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach mal beide gleichzeitig irgendwie hier nach unten drunter kriegen.
Also das hier vorne so ein bisschen biegbar, ihr kriegt das hin, also bin ich mir sicher, ich habe es auch hingekriegt, aber das ist halt ein bisschen schwierig. So, zack, das ist drin und das hier vorne ist auch drunter. Und jetzt können wir hier nacheinander alle, mal sehen, wie das jetzt passt, ne? Also fangt einfach irgendwo an, die müssen jetzt alle hier rein. Zack, zack. So, das hier, das da. Ich mache jetzt erstmal die Seite. Jetzt gucken wir nochmal, dass hier überall alles andere auch gepasst hat. Das Hautchen, genau, mehr war ja hier zum Zielen. Hier drüben genau dasselbe nochmal. Jetzt sieht ja das genau dasselbe. So. Dann ist das ganze Ding kompletter als vorher. So, jetzt kommen etwas kleinere Teile, die gehen hier vorne hin. Ihr habt ja hier noch zwei Achsen, die Stummel hier rausstehen, einer hier, einer da. Die werden jetzt benutzt, genauso wie das gelbe hier unten. Und das Teil, was jetzt hier so ein bisschen durchschimmert. Das hier. Das müsst ihr jetzt irgendwie hochgehalten kriegen, damit er dann hier vorne in das graue Ding reinkommt. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt gleich. Das erste Teil ist relativ einfach. Wir haben einfach 3 Zahnräder. Das hier ist eine Achse mit Stopp. Die steckt einfach hier drin, damit das hält, sonst wird das rausfallen. Und hier seht ihr ja, gehen einfach durch. Und das wird einfach hier reingeschoben. Achtet darauf, dass die zwei, wenn ihr das so rumhaltet wie ich jetzt, dass die zwei hellgrauen Zahnräder unten sind und das große oben, sonst passt es dann nicht. Das wird einfach hier mit den 2 gelben auf die Achsstummel gesteckt. Mehr ist es hier gar nicht. So. No, das passt jetzt hier. Das passt da. So. Ich sehe jetzt schon die Verbindung. Das nächste Teil sieht so aus. Das kommt jetzt noch hier vorne drauf. Die dunkelbraune Achse hier. Die ist einfach zu groß. Wir machen das so rum. Die dunkelbraune kommt ins Gelbe und die hellbraune muss jetzt durch das schwarze Ding, was hier unten ist. Da hier. Ah, genau, so seht ihr das, ne? Dass das da was da spiegelt. Die hellbraune muss dort durch und dann dahinter in den grauen Achsverbinder rein. Klappt am besten die Dinger hier nochmal hoch. Dann stören die euch dann nicht beim Reinschieben. Ne? Macht das mal so. Das sind dann die mit den Pins hier verbunden, aber das ist jetzt beim Zusammenbau erstmal nicht ganz so wichtig. So, und jetzt müsst ihr mal gucken, wie er das macht. So. Ja, also ihr seht, es geht. Das. Mit den Zahnrädern muss das gelegentlich mal ein bisschen drehen, damit die zack, treffen. So. So, also ich habe jetzt, wie gesagt, der Achsverbinder ist wichtig, da ist die hellbraune Achse drin. Bei dem gelben ist die dunkelbraune drin. Hier oben ist einfach alles zusammengekommen und die klappen wir jetzt runter, hier und da. Wir stecken dann die Pins hier rein, unten, dort. Damit ist die Seite fertig. Andere Seite. Drehen das Ding herum. Das Teil ist schon etwas komplexer. Seht ihr, das ist ziemlich verwinkelt, aber das war nicht anders machbar, um hier Stabilität reinzukriegen und ordentliche Achsen auch zu sichern gegen Hin- und Herrutschen und Verdrehen und Verbiegen und was sonst noch so alles passieren kann. Genau, das hier müsst ihr aufpassen, das lässt sich bewegen. Das muss dann genauso stehen, dass es passt, das sehen wir aber dann. Und was hier bei dem Zusammenbau wichtig ist, der blaue Pin an diesem L muss hier dahinter. Deswegen ist das Zahnrad hier noch ein Stück raus. Das heißt, wir bauen das Teil jetzt hier an, schieben das hier rein. Das blaue sitzt dann hier in dem schwarzen, also auf der Seite. Und wenn das drin ist, schieben wir das Zahnrad samt der Buchse noch ran. Ansonsten, was hier wieder wichtig zu wissen wäre, auch wieder
5 Hände, dann passt das. So. Das ist hier oben. Und die lange graue Achse, die hier ist, die sitzt hier zwischen den zwei gelben. Ich zeige es euch mal von unten. Dort unten, hier habt ihr ja auch noch 2 gelbe. Die Achse geht dort durch. Jetzt sehe ich auch gerade jetzt beim Zusammenbau, was passiert. Also ihr müsst das jetzt nicht machen, ich mache mal schnell noch was. Setzt am besten hier noch eine Buchse drauf. Die ist irgendwie abgefallen, weil die verhindert dann bei der Montage unter Umständen, dass die Zahnräder hier hinten, die gelben, die sitzen ja nur wirklich nur auf 7/8 auf den Achsen. Und wenn man hier ein bisschen schiebt, zieht oder hier verspannt sich irgendwas, dann fallen die ab. Dann kommt dann aber wieder beschissen ran. Deswegen macht die Buchse hier auf die Achse noch drauf. Dann haben die ein bisschen weniger Spiel. Na, ihr seht das ja, hier unten habe ich es auch gemacht. Bei der. Dann können die nie von der Achse runterrutschen oder zumindest nicht so schnell. Genau, so jetzt muss man gucken. Also wir müssen, wie gesagt, hier ist irgendwo auch noch ein Kanal für die Achse. Das ist, glaube ich, hier oben. Das ist der erste, der treffen muss. Also hier ist jetzt ein bisschen Geschicklichkeit gefragt. Ich stecke es jetzt erstmal grob drauf, dann zeige ich es euch nochmal, was jetzt alles wie getroffen ist. Das ist hier, das ist da, das ist dort, genau. So. Was hier alles umeinander rumgefädelt werden muss. So, gut. Jetzt. Also wie gesagt, das L hinter das Zahnrad. Die graue Achse in die gelbe Buchse. Die schwarze Achse geht hier bei diesem T-Liftarm und im unteren Loch ist Platz. Die Achse hier unten, die graue, geht dann in diesen schwarze Achsumlenker rein. Und ansonsten genau, das müsst ihr jetzt hier mit dem, genau so, ne? Also, und dann schiebt er das ganze Ding einfach rein. So. Das hoch. So, also ihr seht es, das L hat jetzt den schwarzen hier arretiert, hier schlappert jetzt nicht mehr rum. Jetzt kommt der Punkt, wo wir das Zahnrad samt Buchse hinterschieben, dann ist hier wieder Platz. Hier nochmal gegenhalten, ne? Das ist dieselbe Achse, also ihr schiebt quasi hier mit der Achse und dem Zahnrad die Achse hin und her. Die muss wieder bis rein und dann das Zahnrad bis ran. So, sonst greift dann hier hinten das nächste Teil nicht. Genau dasselbe. Ne, das hat gepasst. Seht ihr, hier die Achse ist jetzt hier und die Buchse sitzt jetzt zwischen den 2 gelben, dass die hier nie abfallen können. Also das hat schon besser ist. So, hier müsst ihr dann mal gucken, wie ihr das löst, das Problem. Das hat sich jetzt hier. Das muss so, so, so und so. Und hier ist wie gesagt wieder die Stütze dran und die müssen genau 90 Grad hier nach außen stehen. Hier kommt dann noch eine Arretierung von außen dran. Genau. Letztes Teil von hier hinten. Das ist mit der Handbedienung. Hier sind einfach noch ein Haufen Zahnräder, die das Ganze noch von hinten rüber und übertragen. Kommentarlos. Das hier ist eine Achterachse mit Stopp. Na, seht ihr, die guckt hier hinten raus. So, mal ein bisschen korrigieren. So. Das ist jetzt die Handbedienung für die Stützen. So, die passt eigentlich nur in eine Variante. Die lange graue Achse, die hier, kommt dann das gelbe. Der Rest ergibt sich von alleine. Also ihr müsst das eigentlich nur hier oben durch, ne? Hier als dort in der ganz obersten muss die Achse durch und wenn er das reinschiebt, dann trifft der Rest alles da, wo er hin muss. Das Einzige, was hier noch ein bisschen schwierig ist, sehe ich gerade. Hier unten muss man noch ein bisschen rumbiegen. Das große Zahnrad hier kollidiert jetzt mit der Stoßstange, aber das ist hier so viel Spiel, dass man das hier drüber heben kann. Also das ist ein bisschen schwierig. Dann natürlich hier wieder hin und her drehen, bis dann die Muffen getroffen werden. Selbes Spiel hier.
Ja, hier unten auch dort. Also die Zahnräder, wie gesagt, wenn hier irgendwas klemmt, müsst ihr mal gucken, welche Zahnräder hier gerade Zahn auf Zahn treffen. Das ist nie, dass es nie passt, sondern einfach, dass die Zahnräder sich gerade gegenseitig blockieren. So. Mehr ist das hier nicht. Das ist jetzt nie wirklich arretiert, aber es hält von alleine. Ne? Also ihr könnt jetzt hier alles miteinander bedienen, was streckenweise schwierig geht, weil die Gelenke hier sind. Deswegen klemmt es jetzt hier. Aber mehr ist jetzt hier nicht dran. Als nächstes brauchen wir das für die Stützen, für die ganze Mechanik zum Rausklappen der Stützen. Die sind vorne und hinten relativ gleich. So ein paar Feinheiten. Das hier ist eine Kabeldurchführung hier oben, die brauchen wir dann später. Also hier ist nichts Großartiges dran. Die kommt jetzt hier vorne hin. Ihr habt ja hier noch einen Pin frei, das ist der hier. Hier drüben genau dasselbe. Na, ihr seht, hier ist der blaue hier drin stecken geblieben und hier drüben dort. Das wird jetzt einfach hier drauf gesteckt. Also ihr müsst hier ein bisschen anheben. Das hier rein. Wieder ein bisschen am Zahnrad drehen, dann passt das. So. Und dann könnt ihr das ganze Ding hier drauf stecken. So. Dann war es das schon. Na, hier können wie gesagt dann die Kabel für die Stecker durch, die hier drauf sitzen. Dasselbe Spiel haben wir hier hinten nochmal in leicht abgewandelter Form. Ja. Ich mache ein Stück weg, dann ist das besser. Na, also es ist fast dasselbe. Der Unterschied hier hinten ist nur, hier vorne ist ein Zahnrad drin. Weil die hinteren Stützen ja genau andersrum fahren müssen wie die vorderen. Deswegen musste ich dort nochmal eine Richtungsänderung vornehmen. Deswegen ist das hier über Zahnrad gelöst und hier vorne dann über die. Vorne springt es einfach nach oben. Hinten dreht sich über diese Zahnrad von hier auf das und deswegen drehen die hinten andersrum, dann passt das. Aber das seht ihr ja dann schon. So, diese Überfahrwippe hier kommt dann für den Kranaufbau, dass der hier nirgends hakt. Das ist nämlich alles nicht viel Platz hier. Eine Besonderheit gibt es hier noch. Ihr habt hier oben dieses T. Das sitzt dann hier dazwischen und verhindert, dass die beiden Zahnräder runterpurzeln. Ihr müsst dann quasi das Ding draufsetzen, sehen wir gleich, und danach noch die Achse da reinschieben. Genauso wie hier unten sind auch noch welche Punkte da. Diese zwei großen blauen Pins hier. Ihr seht ja, hier wackelt noch was. Die kommen dann hier hinten durch. Ja, also dieses T sitzt ja hier genau dazwischen. Dort und hier vorne. Und dieser blaue schießt dann hier unten durch und verhindert, dass das hier nochmal rumschlappert. Das heißt, deswegen, so, ne? Also ihr nehmt das jetzt und steckt das einfach dort rein. Genau hier dahinter. Ne? Das muss hier durch. Machen wir eine Stufe. Die ist schon ziemlich schwer genug. Jetzt schieben wir dann auch die hinteren Pins noch da rein. Deswegen muss jetzt auch an der ganzen Mechanik hier unten nochmal wackeln, dass das dann dort passt. So, getroffen. Hier drüben genau dasselbe nochmal. Na, jetzt. So, und jetzt wie gesagt hier oben die Achse noch da reinschieben. Und damit ist das dann hier vorne auch montiert. Ja, wenn ihr jetzt so seht, dann dreht sich das hier vorne und hier auf der Seite vorne hoch. So, das was jetzt kommt, sichert dann die Stützen, dass die nie die Schnecke hier runterziehen. Das kann durchaus nämlich passieren, wenn die gegen Widerstand fahren, dass das dann weiter drehen will. Das ließ sich eigentlich nicht vermeiden, dass wir jetzt ein bisschen herbauen müssen. Weil ihr habt hier zwei so eine Teile. Das ist das von drüben. Also das kommt dann hier drüben dran. So hier. Und dann umfädeln noch. Also das ist hier drüben. Sitzt dann hier drauf. Dasselbe ist mit dem Teil hier. Das können wir jetzt schon einbauen. Das Problem ist nur, dass das hier drüben, hier dazwischen, hier oben drauf sitzt ja dann
das Teil mit der Drehscheibe. Das können wir aber erst einbauen, wenn wir dann oben ein kleines bisschen weiter gebaut haben. Das heißt, wir müssen dann später das nochmal ein kleines bisschen abziehen, damit das hier noch dazwischen passt und dann hier wieder reinstecken. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Genau, also wie gesagt, was man schon sagt, ne, das ist nichts anderes als hier ein paar Lüftraum zusammen, die verhindern einfach nur nochmal, dass das alles zusammenfällt. Das hier ist klappbar, das machen wir jetzt. Ja, die Teile sind identisch, nur spiegelverkehrt. Genau, hier hinten, grau, geht hier durch die erste, damit das hier nicht mehr rumschlappt. Und dann habt ihr hier unten, hier ist so ein blauer Pin drunter. Seht ihr den? Den da. Das heißt, wir müssen hier einfach noch ein Stück hochziehen. Fangen hier hinten an. Ja. Der graue Pin hier geht hier in das erste Loch. So. Gerade machen, Beete treffen. Jetzt versuche ich den blauen Pin zu treffen. Habe getroffen. Und jetzt die Achse dort noch rein. So. Also. Hier unten der blaue Pin, der steckt jetzt hier drin, das ist der, der hier rausguckt. Der graue von hier ist hier durchgekommen und die Achse von hier unten. Hier, wie gesagt, kommt dann das Teil, was hier noch drauf sitzt. Das kann man aber erst später montieren. Und hier vorne ist es nochmal ähnlich. Die Achse geht hier oben rein. Das wird einfach hier reingeschoben. So, mehr ist es hier vorne nie. Und dann klappen wir das hier rum und hier sitzt noch ein grauer Kreuzpin drin. Das geht dann einfach hier rein. So, damit ist das auch gegen das Rausrutschen gesichert. Und hier, sehr das heißt, hier müssen wir dann einfach nochmal auseinanderziehen. Oder das Teil nochmal abmachen. Das ist dann. Dasselbe Spiel machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Auch das Teil ist genau dasselbe aufgebaut, das ist wie gesagt noch spiegelverkehrt. Der graue Pin hier hinten im letzten Loch. Der blaue da unten und das dort oben. So. Hier wieder auf die Achse und das hier dann wieder auf den grauen Pin. So. Genau. Zu guter Letzt montieren wir noch die Stützen. Es gibt zwei verschiedene, vorne und hinten. Ich lege euch jetzt mal kurz hier hin. Das ist vorne. Dasselbe spielt logischerweise auf der anderen Seite auch nochmal. Und das ist die hintere. Die sehen auf den ersten Blick gleich aus. Vom Radkasten mal abgesehen, der hier hinten ist ein bisschen größer ausgeformt, weil hier die zwei großen Räder drunter passen müssen und der hier hat nur ein Vorderrad, deswegen sieht das so aus. Es gibt aber noch einen Unterschied, der wichtig ist. Bei der hinteren Stütze habt ihr hier dazwischen eine Muffe. Das liegt daran, wenn die Stütze reinfährt, dass die nicht bis ganz ranfährt. Das Problem ist nämlich, es funktioniert auch, wenn die bis ganz ranfährt. Das Problem ist dann aber, dass das ja dann ziemlich dicht am Rad dran ist. Solange die reingeklappt ist, geht das. Aber beim Rausfahren schleift die dann am Reifen. Deswegen habe ich das hier einfach mal dazwischen gemacht, dann ist der Platz gegeben. Ansonsten sind die zwei Dinger hier halbwegs baugleich. So, und wenn man das hier aber alles beschissen sieht, wie ich das gebaut habe, habe ich euch hier ein paar Dummies vorbereitet, dass ihr euch die mal in Ruhe angucken könnt. Hier ist nämlich die ganze Mechanik nie im Weg. Ja, also das hier ist jetzt die Stütze für vorne. Die für die andere Seite ist logischerweise spiegelverkehrt, aber ich denke, das kriegt ihr hin. So sieht das dann aus. Die wird hier vorne, das Teil, was ich jetzt hier in der Hand habe, das graue, sitzt hier an dem, das ist hier unten dann der, dort. Das ist quasi am Rahmen, der Rest ist die Stütze. Ansonsten zeige ich euch das jetzt einfach mal, was hier wie eingesetzt ist, damit ihr das nachbauen könnt. Entscheidend ist auch hier unten die Teile, wie der Kotflügel, nenne ich es jetzt mal, hier dran ist. Das unterscheidet sich auch von vorne zu hinten. Das ist wie gesagt vorne. Und die hintere Stütze, kotflügeltechnisch, sieht dann so aus.
ihr seht schon, hier ist ein kleines bisschen anders aufgeteilt, um die Nasen entsprechend zu positionieren. So, das ist natürlich wieder so. So, ne? So sitzt es dann dran. Ansonsten das, was hier drin ist, wie gesagt, die Mechanik zwischen hier und dort, das ist dasselbe. Da gibt es keinen Unterschied. Dann haben wir noch das Innenleben von der Stütze. Seht ihr hier. Und ihr habt auch die gelbe Muffe. Bei den hinteren Stützen muss die dran, bei den vorderen nicht. Die Achse, die ihr hier seht, die ist nur da, damit sich der Fuß nie dreht, sonst würde das ja nicht einer ausfransen und sich einfach nur drehen. Ja, seht ihr ja, wenn ich hier drehe, kommt das raus, und wenn ich die Arretierung hier nie hätte, dann würde sich das hier vorne nur drehen, deswegen muss die dran. So, und montiert wird das Ganze wie folgt. Ihr habt hier noch ein rotes Zahnrad, das ist wichtig. Die Teile hier hinten, die dürft ihr logischerweise jetzt noch nie dran machen. Ich lege euch mal die entsprechende Stütze daneben. So. Ja. Also das hier vorne müsst ihr nochmal abmachen. Das ist jetzt nur dran, damit ihr das seht. Das kommt später, legen wir jetzt hier hin. Also so sieht es aus, wenn ihr es vormontiert habt. Und dann schiebt ihr die Zahnstange hier durch und die Achse dort unten durch. Ja, dann kann das hier hin und her fahren. So, und danach müsst ihr noch, bevor das fertig zumacht, das rote Zahnrad, das gehört hier noch daneben, weil ja sonst die Ansteuerung für das Hoch und Runter nie gegeben ist. Also ihr müsst hier im Prinzip 3 Dinge treffen. Ihr müsst die Zahnstange treffen, die Achse hier und beim Reinschieben. Ich habe zu wenig Hände. Da muss noch das Zahnrad da unten rein. So, no, seht ihr das? Dort ist das Zahnrad jetzt gelandet. Und dann kann die Achse hier durch hin und her fahren. Dann passt das. So, und jetzt ist das Gefriemel, was ich jetzt gerade sagte, das kann ja logischerweise erst hier hinten jetzt dran. Das muss jetzt hier wieder dran. Am besten macht das hier vorne und gibt das beim Reindrücken wieder nach. Ist das Zahnrad wieder rausgefallen. Also ich denke, ihr wisst, worum es geht. Das Zahnrad muss hier rein, und wenn ihr das hier reingeschoben habt, müsst ihr die Teile hier wieder reinstecken. Das hier hin, das macht ihr zuerst, weil hier könnt ihr noch gegendrücken, sonst müsst ihr es dann in den Teil machen. So, ist das hier dran. Das verhindert das Rausfahren. Zum ersten. Und das zweite ist dann das Teil hier. Das muss jetzt hier oben wieder rein. So. Das macht ihr am besten hier dazwischen. So, dann könnt ihr das hier reinstecken. So. Ja, und wie gesagt, das rote Zahnrad vorher hier nie vergessen, sonst geht es da nicht. Ja, und dann kann das hier hin und her fahren. Und wird dann entsprechend beim Reinfahren durch die Muffe begrenzt. Bei dem anderen dann logischerweise hinterm Anschlag, und hier oben durch das jetzt hier Orangene, was hier vorne anschlägt. Damit ist dann der Fahrweg für der Stütze begrenzt. Ja, und die Mechanik selber, die seht ihr ja dann hier, das ist dann nichts anderes als einfach nur eine Achse, die durchgeschleucht ist. Die geht hier vorne bis durch. Wird hier nochmal über eine Muffe gepuffert. Und hier vorne ist eine Dreierachse mit Stopp und so eine große, kurze Schnecke. Um dann das Rein- und Rausfahren hier anzusteuern. So. Ja, also so sieht das aus. Angebaut werden die Stützen wie folgt. So, die brauchen wir, das brauchen wir nicht mehr. Also wir haben vorne links rechts, hinten links rechts.
Achtet unbedingt nochmal drauf, das berutscht beim Zusammenbau manchmal, dass die Schnecke richtig bis dran sitzt und das so weit reingefahren ist, wie es geht, und das bei allen. Sonst habt ihr dann zum Schluss nämlich ein Problem, dass das nicht mehr nie optimal fährt, weil irgendeine schon am Anschlag ist, wo die anderen noch Platz hätten. Genau. So, hier seht ihr das. Die könnte noch. Die muss ich noch mal korrigieren. Hier ist ein bisschen, bei der ist Platz. Also hier kann man. Da müsst ihr einfach mal gucken, dass ihr die Schnecke über ein bisschen hin und her biegen, nochmal in eine Umdrehung weiter dreht. Es gibt eine Stellung, da passt das. Dass die Zähne von der Schnecke dann frisch bis. So, jetzt passt es. Jetzt kann das bis reinfahren. Gut. Wir fangen hinten links an. Das ist die Seite. Also hinten ist da, wo die gelben Zahnräder sind, und die hinteren Stützen ist das, wo das hier so lang ist. Was muss treffen? Der graue Pin von unten hier dran. Die zwei Achsen. Die da. Selbsterklärend sind die beiden Gelenke hier. Und zum Schluss, entweder hier oder da, je nachdem, auf jeden Fall der obere Pin hier an dem Panel sitzt dann an dem äußeren hier an dem grauen. Wir beginnen hier unten. Jetzt ist es dran und kann hier schon mal bewegt werden. Ihr müsst da gucken, wie ihr es am besten macht. Das ist jetzt einfach ein bisschen Friemelei. Als nächstes sind die Gelenke. Guckt ein bisschen, dass er nicht so viel schiebt, weil es kann durchaus passieren. Deswegen sind die Gelenke auch hier drüben dran und nie hier, weil ihr schafft es, wenn ihr hier das Gelenk rauszieht und dann versucht es wieder drauf zu stecken, dann kann es passieren, dass ihr hier unten die jetzt schlecht zu sehenden Zahnräder rausschiebt, dass ihr dann hier wieder Chaos produziert. Deswegen lasst unbedingt die Gelenke auf diesen Achsen drauf näher runterziehen. Ihr kriegt es nie wieder drauf, ohne drinnen Chaos zu produzieren. Es ist jetzt Frimmelei, aber es lässt sich leider nicht anders lösen. Also ich habe es zumindest nicht anders gelöst gekriegt. Man kann das sicherlich auch vorher montieren, wenn man hier ein bisschen mehr Platz hat, dann hat man aber das Problem, dass man das eventuell verschiebt beim weiteren Zusammenbau oben. Deswegen, ich habe das lieber so, dann geht das. Das ist immer Friemelei. Und dann passt das. Und ich denke, so, die erste habe ich. Aus, wenn es fertig ist. Unten, oben und die zwei Gelenke. Und dann kann man das hier hin und her klappen. Und dann lässt sich das bedienen. Und dasselbe Spiel macht er jetzt mit allen anderen ringsherum hoch. Wenn ihr das jetzt so habt, ist das dran. Ihr müsst jetzt nur aufpassen, wenn ihr das hinstellt, dass ihr die Stützen dran lasst. Also nicht rausklappen, sondern so. Das Problem ist, wenn ihr die jetzt rausklappt, dann verzieht er das. Das ist leider nicht optimal. Solange das Ding ohne LKW unten drunter steht, ist das eben ein bisschen, ja, es ist nicht optimal, aber anders habe ich es nie gelöst gekriegt. Also wer Langeweile hat, kann das ja gerne versuchen zu optimieren. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Zahnräder hier oben drauf, dass die Stützen alle gleich rausfahren. Also wir nehmen so ein großes und setzen dann jeweils hier, dort und hinten drauf so ein Zahnrad hin. Mal gucken, es gibt immer zwei Richtungen, beim Innen ist es nie ganz, zumindest habe ich das Gefühl, dass die Zähne bei... So, ne? Also das passt hier. Das passt da. Nochmal. Zack. So.
anhebt. Oh, ihr seht schon, hier hat's, das muss man nochmal korrigieren, hier hat es ins Hahn irgendwie. Das kann ich dann aber irgendwo heute machen. Ich lasse es jetzt so, wir machen es dann. Ja, das eine steht jetzt raus. Wenn ihr das jetzt hier dreht, wie gesagt, besser seht ihr es dann klappt das ja alle 4 gleichzeitig. So, ja. Also hier müssen wir dann nochmal in Zahn in einer Schnecke weiter drehen. Das machen wir aber, wenn das Ding dann auf dem LKW drauf sitzt. Ansonsten ist das Ding jetzt fertig. So sieht's aus. Stützen sind drauf. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um den Aufbau hier oben. Ein kleiner Hinweis noch, die Stützen, wenn ihr die raus und rein klappt, ihr habt ja hier 2 Gelenke drin, um das Teleskop und das Rein- und Rausfahren anzusteuern. Es kann passieren, wenn ihr die Stützen reinklappt, dass eine, die vorne parallel, dass eine quasi irgendwo auf halber Strecke stehen bleibt. Wenn das passiert, müsst ihr einfach mal gucken, dann ist ein Gelenk gerade genau so verdreht, dass das sich nie 90 Grad kippen kann, sondern bleibt so hängen. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß beim Gucken vom nächsten Video. Nächste Woche kommt wie gesagt der Rest. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Abos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.